Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal LED Smart Home. Ja, im heutigen Video möchte ich euch mal wieder eine Überwachungskamera vorstellen, und zwar handelt es sich um eine Überwachungskamera der Firma BaseUs, die ein paar sehr interessante Features mit sich bringt, und deswegen war ich schon sehr gespannt auf diesen Test. Also, falls ihr mehr darüber wissen wollt, dann bleibt dran. Nach einem kurzen Intro geht's los und dann stelle ich euch die BaseUs S1 Outdoor Kamera vor. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Bis gleich. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Also, das hier ist jetzt die BaseUs S1 Überwachungskamera. Was sofort auffällt, ist, denke ich mal, dieses Solarpanel, was sich hier oben auf der Kamera befindet. Das heißt, man muss kein Solarpanel irgendwo hinhängen, sondern die wird gleich oder ist gleich auf der Kamera drauf montiert. Die Form, wie man unschwer erkennen kann, ist eine Bullet-Form, und ja, die Überwachungskamera wird mit einem Akku betrieben, und der Akku wird halt von diesem Solarpanel hier betrieben. Dann würde ich sagen, gucken wir uns mal so ein paar Merkmale dieser Kamera an. Also wir haben hier einen PIR-Sensor, der die Kamera einschaltet, sobald sie eine Bewegung erkennt. Dann haben wir hier um die Linse ringsherum haben wir ein paar Infrarot-LEDs. Das blende ich euch auch mal ein, wie das Ganze aussieht. Und dann auch etwas besonders, wie ich finde, hier ringsherum sind LEDs eingebaut. Dabei handelt es sich um warmweiße und kaltweiße LEDs. Das heißt, man kann so ein bisschen das Bild anpassen, damit es in der Nacht ein bisschen schöner aussieht. Ansonsten ein weiteres Highlight dieser Kamera ist, dass sich dieses Solarpanel dem Sonnenlicht ausrichtet. Das heißt, wir haben hier oben zwei Sensoren, wenn ich das richtig verstanden habe, und die schauen, ob oder von wo das Sonnenlicht kommt, und richtet sich dann dementsprechend aus, damit immer die volle Energie der Sonne aufgenommen werden kann. Ich blende euch dazu auch noch mal ein Video ein, wie das Ganze aussieht. Habe es bisher nur einmal gesehen, dass sie sich bewegt hat, aber ich werde es noch mal filmen und ins Video einblenden, damit man das Ganze auch mal sehen kann. Ansonsten, der Akku, der hier verbaut ist, hat eine Kapazität von etwas über 10.000 mAh, und dadurch erreicht sie theoretisch eine Laufzeit von ungefähr 180 Tagen, wobei man hierbei sagen muss, keiner von euch wird vermutlich am Nordpol oder so wohnen, und ein bisschen Licht wird immer kommen. Das heißt, das Solarpanel hier wird den Akku immer wieder aufladen, und die Gefahr, dass die Batterie mal an die Grenze stößt, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Also sind Laufzeiten, permanente Laufzeiten mit diesem Solarpanel und dem verbauten Akku ohne Probleme möglich. Ich habe es jetzt in den letzten Tagen mal probiert zu testen und den Akku zu entleeren. Ich habe es jetzt geschafft, den 10% an einem Tag zu entleeren. Habe dazu, wo habe ich es denn? Eine coole Klebeband hier, habe das Ganze hier abgeklebt, damit der Akku nicht mehr geladen wird, und habe die Kamera permanent über die App angesteuert, damit ich das Live-Bild sehe, und habe es so geschafft, mal an einem Tag mit großer Mühe, also der Akku vom Handy war schneller leer wie der hier, hatte große Mühe, den Akku hier zu entladen. Also 10% habe ich geschafft, mehr war mir innerhalb von einem Tag nicht möglich. Ich war bestimmt über eine Stunde mit der Kamera verbunden, und 10%. Ansonsten, die Tage davor war der Akku permanent auf 100%, obwohl wir sehr, sehr wenig Sonnenlicht hatten, weil es hier permanent geregnet hat. Also wie gesagt, der Akku sollte das geringste Problem an dieser Kamera sein. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir uns mal ganz kurz an, was im Lieferumfang mit dabei ist. Also wir haben hier einen Halter, der wird hier hinten auf die Kamera draufgeschraubt, und das hier kann an die Wand oder irgendwo montiert werden, und dann kann man die Kamera ausrichten. Ansonsten, was ist noch in der Box? Viel ist da nicht dabei, aber alles Wichtige ist dabei. Wir hätten zum einen hier so ein USB-Kabel, dann hier einen kleinen Quick Start Guide und ein bisschen Befestigungsmaterial, und das war es dann im Endeffekt auch schon. Dann gucken wir uns noch mal ein paar Spezifikationen der Kamera an. Ich lese die mal ab. Also bei der Kamera handelt es sich um ein Modell mit einer 2K Auflösung. Die Auflösung beträgt 2304 mal 1296, ein bisschen seltsame Auflösung, aber das ist dem geschuldet, dass es einen 145 weites Sichtfeld hat. Dann den Akku hatte ich ja schon gesagt, 10.000
3000 mA. Das Solarpanel, wie ich auch schon vorhin erwähnt habe, richtet sich der Sonne aus. Dann haben wir eine Farbnachtsicht und einen Scheinwerfer. Scheinwerfer haben eine Leistung von 400 Lumen. Ansonsten kann die Kamera zwischen Personen und Objekten unterscheiden. Das heißt, hier ist so eine kleine KI eingebaut und die kann euch dann oder ihr bekommt dann eine Benachrichtigung, dass eine Person erkannt wurde oder ein Objekt. Das kann sie unterscheiden. Dann verfügt sie über Zwei-Wege-Audio. Das heißt, falls bei euch jemand einbrechen sollte, könnt ihr den netten Einbrecher auffordern, das Grundstück zu verlassen und anhören, was er als Ausrede hat, falls ihr das machen wollt. Ansonsten, was gibt es noch? Genau, wir haben hier einen 8 GB großen Speicher verbaut. Das heißt, ihr braucht keine SD-Karte oder ähnliches. Auch keine Cloud wird benötigt. Das Ganze hier funktioniert ohne Cloud-Anbindung. Und das wäre es im Endeffekt schon. Ich denke, die wichtigsten Informationen habe ich euch genannt. Was man vielleicht auch noch wissen muss, WLAN funktioniert nur in 2,4 GHz, aber das ist normal bei Überwachungskameras, denn wir möchten ja eine bestimmte Entfernung überbrücken und mit einem 5 GHz Netzwerk lässt sich die Entfernung einfach nicht überbrücken. Deswegen setzen Überwachungskamera grundsätzlich auf 2,4 GHz. Es gibt zwar Ausnahmen, aber die sind nicht unbedingt die Regel. Achso, und was auch noch funktioniert, was ich aber nicht getestet habe, ist, das Ganze kann man in die Tante A und in Google integrieren, aber wie gesagt, getestet habe ich das nicht. So, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal kurz die App an, beziehungsweise zur Installation nochmal ein paar Worte. Also die Inbetriebnahme der Kamera ist im Grunde sehr einfach. Unten befindet sich hier unter dieser Abdeckung ein kleiner Knopf, den muss man drücken. Das ist so ein sogenannter Sync-Knopf, den drückt man, dann geht man in die App rein, dort klickt man auf das Plus drauf, sagt Kamera hinzufügen, wählt das richtige Modell aus, dann sucht die App nach der Kamera und dann findet er die Kamera, dann gibt man noch einen Namen und so weiter ein und das war's. Im Grunde ist es relativ einfach, ich werde es euch mal hier oder hier einblenden, denn ich denke mal, mehr muss man dazu nicht sagen, alles selbsterklärend und soweit ich mich erinnere, war das Ganze auch auf Deutsch. Okay, so, öffnen die App. Die Kamera ist aktuell ausgeschaltet, deswegen klicken wir einfach einmal drauf, sagen schalten oder einschalten und dann ist die Kamera im Endeffekt schon da. Gucken wir uns kurz an, was es hier gibt. Also aufnehmen spricht für sich. Dort können wir Videos aufnehmen, auf dem Handy erfassen. Dort können wir Fotos machen, die dann auf dem Handy gespeichert werden. Stumm schalten, wie der Name schon sagt, schalten wir stumm. Dieses Voll bedeutet, dass wir ein Fullscreen haben. Das heißt, das Kamerabild dreht sich und wir haben es als Fullscreen da. Dann Spotlight, da geht das Licht an. Das können wir mal kurz machen. Jetzt sehen wir, hier ist so ein warmweißes Licht, denke ich mal, erkennt man. Das kann man dann auch noch ändern. Und bei Warnungen können wir die Sirene einschalten oder ausschalten. Ich mache das mal kurz, mache das aber ein bisschen leiser. So, also Sirene ist relativ laut, nicht zu laut, aber es geht. Und beim Nachtsichtmodus, dort können wir den Nachtsichtmodus umschalten. Das heißt, wir haben hier einmal SW-Nachtlicht, das heißt Infrarot-Nachtsicht, dann Spotlight-Nachtsicht und dann ausgeschaltet. Da ist dann das Infrarotlicht und das Spotlight ausgeschaltet. Okay. Dann halten und sprechen, spricht wieder für sich. Dort kann man sich mit dem Einbrecher unterhalten und hier auf diesem kleinen Symbol hier, dort können wir die Alarme in der vergangenen Zeit uns angucken. Ich habe da ein paar Tage schon experimentiert, es sind also ein paar hinterlegt. Und dann hier oben auf diesem Zahnrad oder auf dieser Mutter, dort sind die Einstellungen der Kamera. Also dort können wir zum einen das Gerät einschalten und ausschalten. Dann bei Solar Panel Management können wir das Ganze hier aktivieren oder deaktivieren. Das heißt, dann richtet sich die Kamera aus. Wir können das auch deaktivieren und das Ganze hier per App steuern. Das heißt, hier drückt man einfach ein paar Mal drauf und dann dreht sich das Solarpanel und man könnte es manuell ausrichten. So, wir wollen es aber Automatik, deswegen machen wir es wieder zurück. So, der positioniert sich hier und bleibt dann in der Grundstellung stehen.
So, Power Management, hier kann man halt noch einstellen, wie lange die Cliplänge sein soll, Intervall, wie er aufzeichnen soll. Ich habe das Ganze jetzt auf benutzerdefiniert gemacht, weil ich wollte, dass die Kamera sich schneller entleert, damit ich das Solarpanel zeigen kann. Aber ansonsten die Übersetzung ist ganz in Ordnung. Dann Bewegungserkennung. Hier kann man die Bewegungserkennung aktivieren und einstellen. Das heißt, die Empfindlichkeit auch hier wieder habe ich voll auf hoch gestellt, damit ich ja, viele Alarme bekomme, um den Akku zu stressen. Bewegungserkennung aktivieren. Dann haben wir hier auch noch Aktivitätszonen. Dort können wir 2 Zonen einstellen, wo auf Bewegung reagiert werden soll. Das heißt, wir klicken hier auf den Stift und dann aufs Plus und dann können wir sagen, hier soll er reagieren und hier reagieren und dann würde der passive Infrarotsensor nur in diesem Bereich auf Bewegung reagieren und eine Push-Benachrichtigung rausgeben und aufzeichnen. So, dann Erkennungstyp kann man hier umschalten zwischen alle und menschlich. Das heißt, wenn die KI erkennt, dass es sich um eine Person handelt, dann würde er nur dann aufzeichnen und wenn man auf alle hat, zeichnet er halt immer auf oder zeichnet die Kamera immer auf. So, was gibt es noch? Scheinwerfereinstellungen. Ja, hier können wir, wie gesagt, die Scheinwerferhelligkeit einstellen und die Farbtemperatur. Ich denke mal, das kann man hier auf dem Video ganz gut sehen. Also hier kaltweiß und dann warmweiß, kaltweiß. So, das ist das. Dann Videoeinstellungen. Hier können wir Wasserzeichen, Nachtsicht und hier können wir, wie vorhin auch schon in dem Vormenü, können wir einstellen, wie die Nachtsicht aussehen soll. Und dann zu guter Letzt oder fast zu guter Letzt können wir noch Privatzonen einstellen. Wir können 2 Stück einzeichnen. Das heißt auch hier wieder auf das Stiftsymbol. Und dann können wir hier 2 Privatzonen einzeichnen, wo es nicht aufgezeichnet werden soll, falls die Kamera öffentliches Gelände aufzeichnet. Und Audioeinstellungen, ja, hier können wir die Lautstärke einstellen. Nichts von Bedeutung für uns. Dann hier die Benachrichtigung, das ist auch noch interessant, habe ich jetzt ein Beispiel. Ja. Und zwar kann man hier einstellen, ob eine Miniaturansicht mit angezeigt werden soll. Jetzt geht es natürlich nicht, weil ich hier gerade filme, wie es aussieht, aber normalerweise sieht man hier ein großes Vorschaubild, wo man dann erkennt, was passiert. Ich vermute mal, entweder es sind zu viele oder weil ich gerade den Bildschirm des Handys aufzeichne. Okay, blende ich nachher nochmal ein. Also hier wird Miniaturansicht mitgeschickt, das heißt in dem Moment, wo der PIR bzw. die Kamera aufwacht, wird ein Foto gemacht und das wird euch geschickt, damit ihr sehen könnt, was passiert. Dann allgemeine Einstellungen. Hier ist eigentlich nichts weiter Wichtiges, außer dass man hier die Status-LED, das ist diese kleine blaue LED hier vorne, ein- bzw. ausschalten kann. Und Gerätefreigabe über das Gerät und Gebrauchsanleitung lasse ich mal weg. Unnötig. Und hier oben bei Garten, da kann man nur den Namen ändern. Und das war's. Noch ein wichtiger Punkt zu diesem Solarpanel, weil mich das so am Anfang ein bisschen verwirrt hat. Der Akku war permanent bei 100% und ich habe nie gesehen, dass sich der Akku, das Solarpanel der Sonne ausgerichtet hat. Das macht er nur, wenn der Akku unter einem bestimmten Wert gefallen ist. Ich glaube irgendwas unter 96%, also dort ist es mir aufgefallen. Denn dann taucht hier auch in der App neben dem Akku hier auf der Seite ein kleines Solarpanel mit der Sonne auf, was sich dann so bewegt und das soll dann symbolisieren, dass er jetzt nach dem Sonnenstand schaut und sich dann manuell ausrichtet. Wie gesagt, ich blende da auch noch mal was ein, wie das Ganze funktioniert, muss es aber noch aufzeichnen, da ich noch nicht dazu gekommen bin, das Ganze zu filmen. Okay, das wäre die App. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt nach draußen, beziehungsweise ihr nicht, ich gehe nach draußen, stelle die Kamera auf und mache ein paar Demoaufnahmen, wo ihr euch dann von der Bildqualität am Tag, in der Nacht, von dem PIR-Sensor, Erkennung von Bewegungen und so weiter selbst überzeugen kann. Und dann machen wir weiter. So, dann schauen wir uns mal die Demo-Videos an. Also unten rechts habe ich unten mit meiner Kamera gefilmt. Dann auf der linken Seite seht ihr das Handy. Da zeige ich euch, wenn der Alarm ankommt. Und das symbolisiere ich euch auch nochmal im Video, indem ich das Handy in Richtung Kamera halte. Das heißt, jedes Mal, wenn ich das Handy in Richtung Kamera halte, kommt der Alarm an.
Hier bei diesen ersten Versuchen hatte ich aus Versehen die Zeit, die die Kamera filmt, ein bisschen kurz eingestellt. Das hatte ich aber zu spät gemerkt und deswegen nicht wundern, dass die Videos so kurz sind. Das heißt, er filmt nur kurz irgendwas um die 10 Sekunden oder sowas, solange die Bewegung erkannt wird, und dann schaltet er das wieder aus. Aber ihr seht, die Nachricht kommt. Im Grunde ist es immer so, die Bewegung findet statt. Nach 2-3 Sekunden geht die Kamera an, beginnt zu filmen, und dann weitere 2-3-4 Sekunden später kommt die Push-Benachrichtigung aufs Handy. Gleich habe ich ein bisschen die Einstellung verändert, damit die Videosequenz ein bisschen länger ist. Dann sieht man auch, ja, wie der Alarm kommt. Also man sieht auch hier wieder, ich beginne das Laufen in ungefähr 5 Meter Entfernung von dem Eck dort, von dem Pavillon, und beginnt relativ zügig zu filmen, zumindest am Tag. Und ja, wie gesagt, einige Sekunden später kommt dann auch die Push-Benachrichtigung. So, jetzt gehe ich von der anderen Seite mal, beziehungsweise von links hinten in die Kamera rein. Auch hier der PIR-Sensor reagiert auch seitwärts richtig gut. Damit hat er also auch keine Probleme. Auch hier wieder Push-Benachrichtigung kommt, alles im grünen Bereich. Jetzt kommt, glaube ich, noch einmal eine Tageszene zur Bildqualität hier. Die ist wie üblich in dieser Preisklasse. Und jetzt müsste auch gleich eine Nachtszene kommen. Genau, das hier war die letzte Aufnahme. Und dann kommen wir zu einer Nachtszene. Das heißt, wir haben jetzt Ende Mai, 22 Uhr. Und unten rechts seht ihr die DJI Action 3. Und ja, in der Mitte wieder das Bild der Überwachungskamera. Da stehe ich ungefähr 5 Meter von der Überwachungskamera weg. Die Push-Benachrichtigung kam wieder. Das ist aber auch kein Wunder, weil den PIR-Sensor, den interessiert es nicht, ob Tag oder Nacht ist. Der reagiert immer mehr oder weniger gleich. Jetzt bin ich irgendwo bei 10 Meter. Es sind nur noch die Konturen zu sehen oder die Silhouette. Da ist nicht mehr wirklich viel zu sehen. Jetzt hier sieht man unten rechts im Bild, sieht man das Handy sich bewegen. Das heißt, hier geht der PIR-Sensor, wieso auch immer. Die Kamera wird nicht sofort aktiviert. Das hat jetzt hier ein bisschen länger gedauert wie üblich. Ich weiß nicht, woran es hängt. Die Kamera ist ein bisschen nach links ausgerichtet. Vielleicht war ich zu schlecht zu erkennen oder gebe zu wenig Wärme ab. Aber als ich dann wieder zurückgelaufen bin, hat das Ganze wieder funktioniert. Jetzt das gleiche aus dem Pavillon rauskommen. Man sieht wieder das Handy bewegen. Jetzt habe ich es mit dem LED-Strahler, mit dem Spotlight gemacht. Auch hier wieder 5 Meter Entfernung. Gesicht ist nicht mehr wirklich gut zu erkennen. Jetzt komme ich auf die Kamera zu. Langsam wird es was. Aber falls man die Person nicht kennen würde, jetzt wäre das ein bisschen überbelichtet. Also da ist dann mit der Identifizierung der Person ein bisschen schwierig. Dort hinten am Pavillon, auch hier wieder die Qualität geht soweit, also für den Preis passt es. Hier auch nochmal wieder in 5 Meter Entfernung bewege mich da. Der PIR-Sensor hat relativ schnell ausgelöst, das hat gepasst. Jetzt wieder hier in 10 Meter Entfernung, also da kann man nur noch erkennen, dass jemand dort ist, aber irgendwelche Details erkennt man natürlich nicht mehr. Aber das ist auch bei etwas hochpreisigeren Kameras nicht immer der Fall, dass man da in 10 Meter Entfernung noch irgendwelche Gesichter erkennen kann. Das Ganze habe ich dann auch nochmal in absoluter Dunkelheit oder mehr oder weniger absoluter Dunkelheit mit der Farbnachtsicht getestet, aber da ist nicht mehr wirklich viel machbar. Also da hat man im Grunde nicht mehr wirklich viel erkannt. Also für absolute Dunkelheit ist das halt nichts mehr. Ja, hier noch ein paar kleine Aufnahmen, aber im Grunde war es das. Ich denke mal, die Qualität kann man anhand der Bilder ganz gut beurteilen und weiß, was einen erwartet, wenn man sich die Kamera zulegt. So, dann habe ich das Ganze auch noch getestet, ob sie wasserdicht ist, denn die Kamera ist ja mit IP67 angegeben, wobei IP67 besagt, dass man sie eine halbe Stunde in 1 Meter tiefes Wasser tauchen kann. Das habe ich jetzt nicht getestet, aber hier den Test mit dem Gartenschlauch hat sie natürlich überstanden, hat damit also keine Probleme, aber das ist auch nicht anders zu erwarten, denn es handelt sich ja um eine Outdoor-Kamera und das sollte sie dann natürlich auch überleben bzw. überstehen, und wie ihr seht, hat sie damit keine Probleme. So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt weiter mit meinem Fazit zu der Kamera.
So, kommen wir zu meinem Fazit. Ja, die Bildqualität, Audioqualität, PIR-Qualität, Aufzeichnungsqualität und so weiter, das habe ich euch ja gerade eben gezeigt. Kommen wir zu dem Preis dieser Kamera. Also der Hersteller möchte für die Kamera rund 100 Euro haben, wobei der Preis ein bisschen schwankt, denn es hängt immer davon ab, ob irgendwelche Rabattaktionen gerade sind oder nicht, und deswegen schwankt der Preis. Also 100 Euro für die Kamera möchte der Hersteller haben. Ich finde, das ist sie auch wert. Die Kamera liefert ein relativ gutes Bild bei Nacht und entspricht eigentlich dem aufgerufenen Preis. Man kann jetzt natürlich nicht erwarten, dass man irgendwie in 10 Meter Entfernung ein super klares Bild hat. Da muss man ein bisschen tiefer oder ein bisschen viel tiefer in die Tasche greifen. Aber für 100 Euro ist das Ganze, beziehungsweise auch für ihren Einsatzzweck, ist das Ganze ganz okay. Dann, worum mich der Hersteller auch noch gebeten hat, ist, was ich auch noch erwähnen soll, ist, dass es keine versteckten monatlichen Gebühren gibt. Darauf legt der Hersteller sehr viel Wert, und dass die Daten, die in der Cloud gespeichert werden, dass die vom TÜV zertifiziert wurden, also dass die verschlüsselt werden und dass das Ganze sicher bei euch oder bei dem in der Cloud aufgehoben ist. Ansonsten finde ich die Idee mit dem Panel, das hier oben montiert ist und dass es sich der Sonne ausrichtet, richtig interessant, finde ich richtig cool, denn man muss jetzt nichts mehr irgendwo anders aufhängen. Das kann Vorteile haben, aber natürlich auch Nachteile. Das heißt, wenn ihr die Kamera irgendwo unter einem Vorsprung, Dachvorsprung montiert, wo keine Sonne hinkommt, dann ist das natürlich nichts für euch, denn dann wird das Panel nicht geladen. Dann braucht ihr unbedingt eins mit einem externen Panel. Aber in vielen Situationen ist das Ganze gar nicht mal schlecht und finde ich, wie gesagt, sehr, sehr interessant, und bei mir hat es zumindest sehr gut funktioniert. Ansonsten, ich habe die Kamera jetzt etwas über eine Woche getestet und wie gesagt, ich konnte keine Probleme feststellen. Die App, die finde ich okay. Sie ist relativ einfach gehalten. Es ist alles da, was man benötigt. Kein extra Schnickschnack, der irgendetwas verwirrt. Die Integration in irgendwelche Fremdsoftware wie den I/O Broker, Home Assistant und so weiter ist generell bei Akkukameras nicht möglich. Vielleicht gibt es welche, aber mir sind keine bekannt. Aber dadurch, dass die immer im Standby sind, können sie nicht von irgendeiner anderen Software geweckt werden. Deswegen gibt es hier keinen RTSP-Stream oder ähnliches. Das heißt, ihr müsst das über die Handy-App benutzen. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, falls euch das Produkt gefällt, dann guckt mal in die Videobeschreibung. Wie gesagt, ich probiere ein paar Codes, Rabattcodes für euch zu organisieren und würde mich freuen, wenn ihr die Kamera, wenn ihr Interesse an der Kamera habt, dass ihr das Ganze über meinen Produktlink kauft und so mich und diesen Kanal hier etwas unterstützt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, macht's gut und viel Spaß mit der BaseUS Security S1. Achso, noch eine kleine Info, wie der Name hier ausgesprochen wird. Ich habe lange überlegt, wie der Name hier ausgesprochen wird und habe alles Mögliche schon gehört, und dann bin ich irgendwann mal beim Hersteller auf der Seite drauf gestoßen, dass dieses BaseUS sich anscheinend von Based on Users ableitet. Das heißt, die haben einfach gesagt Based on Users und haben daraus BaseUS gemacht. Das ist nur so ein kleiner Hintergrundinfo. Ich hoffe, ich erzähle nichts Falsches. Also, okay, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.